Das Ziel des heutigen Tages ist es, unsere Antidiskriminierungssatzung bekannt zu machen, aber unsere Antidiskriminierungssatzung nicht nur bekannt zu machen, sondern sich auch darüber auszutauschen, sich zu verständigen, was Diskriminierung ist, was man tun kann, wenn man Diskriminierung erfährt und was man auch tun kann, wenn man beobachtet, dass andere Menschen diskriminiert werden. All das zu diskutieren, das ist das Ziel des heutigen Tages. Unsere Aktion zeigt verschiedene Diskriminierungserfahrungen, die unsere Followerinnen uns geschickt haben, von klassistischen, rassistischen, ableistischen und queerfeindlichen Erfahrungen, die sie gemacht haben. Wir wollen eben zeigen, dass es verschiedene Formen der Diskriminierung gibt, die nicht alleine passieren, sondern sich auch überschneiden. Willkommen zur Eröffnung des ersten Uni-Aktionstages gegen Diskriminierung mit dem Leitmotiv Aware Together. Schön, dass Sie alle da sind. Wir sind als Senat und auch ich persönlich davon zutiefst überzeugt, dass das Buntsein ein ganz wichtiger Teil der Gesellschaft ist. Und die Universität ist eben eine wichtige Playerin in der Stadt und im Land Bremen mit ihren vielen Studierenden, mit den Mitarbeitenden. Und wenn die Universität bunt ist, dann ist das ein wichtiger Beitrag zu unserem gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Leben in der Stadt Bremen und im Land Bremen. Die Universität Bremen hat zum Ziel, ein Lern-, Lehr- und Arbeitsort zu sein. Das Zentrum für Performance Studies und das angeschlossene Theater der Versammlung haben es zur Aufgabe, interdisziplinäre Dialogketten innerhalb der Universität und darüber hinaus zu initiieren. Und das tun wir auch mit unseren Studierenden gemeinsam, so wie beim Antidiskriminierungstag. Da haben wir mit den Studierenden gemeinsam eine Performance entwickelt, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Satzung, die da neu entstanden ist, auf die Bühne zu bringen. Es ist notwendig, damit alle in der Universität einmal die Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken, damit sich alle einmal damit beschäftigen, sowohl Menschen, die Diskriminierung erfahren, aber auch Menschen, die Diskriminierung noch nicht erfahren haben, um aufmerksam zu werden auf dieses wichtige Thema. Wir haben einen breiten Aufruf gestartet unter Studierenden, unter Beschäftigten, unter Fachbereichen. Und es gibt eine Vielzahl von Angeboten, von Workshops. Hinter mir hört man den Lärm von den Infoständen, die schon aufgebaut sind. Es sind hier verschiedene Gruppen von der Uni, die sich darstellen und ihre Angebote sozusagen offerieren, um diesen Tag gegen Diskriminierung richtig ins Licht zu rücken und einfach zu sagen, welche Möglichkeiten bestehen, wenn man in einen Fall kommt der Diskriminierung oder eben halt einfach was dafür tun will, dass es gar nicht erst stattfindet. Hinter der Vereinbarkeitswoche verbirgt sich eine Woche mit Veranstaltungen, die sich mit der Vereinbarkeit von Studium oder Beruf und den oftmals unsichtbaren Herausforderungen im Leben auseinandersetzen. Wir sprechen über Care-Arbeit, über Diskriminierung im Uni-Alltag, über chronische Erkrankungen, Schwangerschaftsabbrüche und noch viele weitere spannende und wichtige Themen. Das Studium an der Universität Bremen ist noch nicht inklusiv. Das hängt auf ganz vielen Ebenen zusammen. Das ist zum Beispiel strukturell in der Gebäudetechnik. Wir haben noch keine Räume, die für alle offen sind, die für alle betretbar sind. Aber es ist auch die Sache des Lernens. Also wir müssen Lernen hinterfragen. Bei unserem Elevator-Quiz geht es darum, dass wir Diversity im Drive-Thru-Format für alle greifbar machen, dass die Menschen in den Fahrstuhl einsteigen können, die Studierenden, und schauen, was sie mitnehmen möchten. Wir haben die Themen Diversity, Antidiskriminierung, Allyship, Empowerment und Rassismus aufgegriffen. Wir freuen uns auch, dass die Stadtbibliothek in Bremen mitgemacht hat und ihre Veranstaltungen zur Verfügung gestellt hat und auch die Uni-Bib hier in Bremen. Hier oben auf der 4. Ebene des GW2 hat das Referat Chancengleichheit Antidiskriminierung gearbeitet. Hier waren unsere Büros.
Und wir haben einen sehr unangenehmen Angriff mit Schmierereien aller Art erfahren, vor ungefähr 2 Jahren tatsächlich, mit Hakenkreuzen, mit rassistischen Wörtern, mit Schmierereien, die so sexualisierte Gewalt verherrlicht haben. Insbesondere das Klo war auch stark verschmiert. Erstmal waren wir natürlich alle geschockt, wütend, traurig, auch ängstlich. Was heißt das jetzt? Wer hat uns da jetzt auf dem Schirm? Kommen diese Menschen wieder? Was bedeutet das für uns? Und dann haben wir irgendwann gedacht, wir wollen uns diese Räume, den Flur und auch das Klo wieder aneignen. Wir wollen etwas machen, damit es wieder unser Raum wird. Und dadurch ist das Projekt Reclaiming Space entstanden, was wir mit Hilfe von tollen KünstlerInnen aus Hamburg, Halle, dann gemeinsam umgesetzt haben. Wir haben uns eben verschiedene Formate erdacht, die einerseits den Vorfall sichtbar machen sollen, zusammen mit den Mitarbeitenden, und andererseits auch die Grundstimmung der Räume unbedingt umdeuten sollen. Also eben aus dieser gewaltbehafteten Atmosphäre ausbrechen und wieder eine Aneignung zu unterziehen. The most important thing I always focus on is just make some space, or just make some safe space for all kind of people, not just for non-binary or not just for some people, all kind of people in our world. Yeah. Also es geht halt ganz klar um Sichtbarkeit. Sichtbarkeit auf der einen Seite für das Thema Empowerment, für BPOC-Menschen, aber andererseits auch um die Sichtbarkeit für Independent Artists, die gerade auch, wenn sie Black sind oder BPOC, auch wenig Sichtbarkeit bekommen. Und deswegen wollten wir diesen Tag nutzen, um gemeinsam für Sichtbarkeit zu sorgen und auch Empowerment zu thematisieren. Es ging so ein bisschen darum, dass wir uns überlegt haben, wie kann man am besten schwarze junge Mädchen in Deutschland unterstützen, gerade auch, weil wir beide als schwarze Personen in Deutschland groß geworden sind. Und wir immer wieder merken, dass die Schwierigkeiten dieselben sind, dass sich da nicht wirklich was verändert hat. Und genau, wir haben gemeinsam überlegt, was können wir da machen, wie können wir unterstützen, wie können wir helfen. Ein weiterer Kooperationspartner ist die Schwarze Kinderbibliothek und wir sind so glücklich, dass es wirklich auch einer unserer engen Kooperationspartner geworden ist, weil hier geht es nämlich um ein total wichtiges Thema, nämlich um die Sichtbarkeit in Kinder- und Jugendbüchern. Denn es gibt nichts Besseres, als ein Buch aufzuschlagen und sich wirklich mit den Hauptfiguren identifizieren zu können und dass man halt auch Sichtbarkeit sehen kann anhand dieser Bücher. Ich bin einfach mega glücklich darüber, dass die Schwarze Kinderbibliothek auch bei uns dabei sein kann. Und heute Abend beendet wir den Tag mit einem Diversity Slam, der, glaube ich, großartig wird. Wir haben uns entschieden, auch einen Diversity Slam mit reinzubringen, einfach weil die Themen Diversity, Antidiskriminierung, Allyship, Empowerment einfach so ein bisschen abstrakt klingen und man vielleicht nicht richtig weiß, was damit anzufangen. Und wir haben uns überlegt, dass wenn man einen Slam machen würde, wo KünstlerInnen auftreten können, dass das Thema mit Gedanken und Wörtern am Ende gefüllt wird auf eine künstlerische Art und Weise. Und das war die Idee dahinter. Als nächstes kommt schon direkt Lena. Meine Heimat ist gleich sein, auch wenn wir nicht gleich aussehen. Meine Heimat ist eine Frau in meinem Alter, die genauso hier aufgewachsen ist wie ich. Wenn sonst nichts mehr bleibt, sag, was ist dann noch ein Mensch? Liebe Cis-Männer, fragt nach, bevor ihr uns küsst. Fragt nach, bevor ihr einander küsst. Wir haben unterschiedliche, bekanntere und unbekanntere KünstlerInnen. Sowohl Leute, die slammen, aber auch Leute, die zum Beispiel singen bzw. rappen. Die Nachhaltigkeit soll sein, dass die Menschen in der Universität sich hoffentlich sehr oft und sehr lange an diesen Aktionstag erinnern und das, was sie heute hier gelernt und erfahren haben, mit in ihren Alltag nehmen.